Let's go! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Arbeitest du im Homeoffice? Früher musste ich jeden Tag ins Büro fahren, aber jetzt arbeite ich hauptsächlich von zu Hause. Ich verbringe fast den ganzen Tag vor dem Bildschirm, aber es ist auch sehr praktisch, von zu Hause aus zu arbeiten, weil ich nicht pendeln muss und dadurch viel Zeit spare. Ich esse gerade einen Müsli-Riegel und trinke einen Energy Drink. Im Büro habe ich früher nicht so viel gesnackt, aber weil ich jetzt zu Hause arbeite, ist die Küche immer in Reichweite und deshalb nasche ich viel mehr. Okay, ich bin fertig. Es ist Zeit für eine Mittagspause. Heute gehe ich dafür in die Stadt und nehme euch mit. Los geht's! Die Frau fegt den Boden und macht ihn sauber. Wow, das ist schön. Ich mag die Kokosnuss. Dieser Pub gehört zu einer Kette, die mehrere Hotels und Restaurants in Großbritannien betreibt. Wenn es mehrere Standorte gibt, nennt man das eine Hotelkette oder Restaurantkette. Sie haben auch einen barrierefreien Eingang, zum Beispiel für Menschen im Rollstuhl. Ich gehe rein. Hier sieht man einen alten Filmprojektor. Das sind Schilder auf Ständern. Auf den Schildern stehen Getränkepreise und Sonderangebote. Ich gehe die Treppe hoch. Neben dem Neonschild ist ein Pfeil, der nach oben zeigt. Also gehen wir eine Etage höher. Ich öffne die Tür und betrete den Pub. Es gibt viele Sitzmöglichkeiten. Soll ich nach oben gehen? Dort gibt es eine schöne Aussicht. Ich gehe ganz nach oben. Das sind ganz schön viele Stufen. Man kann selbst wählen, wo man sitzen möchte. Ich entscheide mich für diese gemütliche Sitzecke. Früher war dieser Pub ein Kino. Hier sieht man noch die Leinwand. Auch die Decke ist sehr schön dekoriert. Lampen hängen von der Decke und wirken sehr elegant. Hier ist die Speisekarte und es gibt einen QR-Code. Ich scanne den QR-Code und jetzt kann ich direkt über die App bestellen und ich muss dann einfach nur noch die Tischnummer eingeben, damit sie wissen, zu welchem Tisch sie das Essen bringen sollen. Das ist ein Tischaufsteller mit Angeboten. Ich drehe ihn, um die Rückseite zu lesen. Es gibt neue Gourmet-Burger im Angebot. Ich habe das Essen bestellt und schaue mir jetzt die Soßenauswahl an. Es gibt viele Soßen, die man sich selbst nehmen darf. Ich nehme Tartarsauce, Ketchup, Mayonnaise und scharfen Senf. Außerdem nehme ich ein paar Salz- und Pfefferpäckchen. Dann verlasse ich die Soßenstation und bringe alles zum Tisch. Ich stelle die Soßen auf den Tisch. Das Essen ist angekommen. Wir haben Katsu Curry, Chicken Wings und einen Burger mit Pommes und Zwiebelringen bestellt. Nach dem Essen mache ich einen kleinen Spaziergang. Ich gehe in diesen Laden rein. Das ist eine Chili-Gewürzmischung aus Ghana. Interessant. Ich stelle das Produkt wieder ordentlich zurück. Sie verkaufen auch interessante Schokoladentafeln. Diese hier schmeckt nach Karottenkuchen. Wow, diese Schokolade hat eine sehr schöne Verpackung. Schauen wir mal, was es noch gibt. Ich quetsche das Plüschtier. Schaut mal, ein Gefühlsbarometer. Das hilft dabei, die eigenen Gefühle auszudrücken. Ich drehe das Rad und der Pfeil zeigt auf ein Gefühl. Warum du die falsche Person heiraten wirst. Oh, das klingt nicht sehr positiv. Das ist Geschenkpapier. Man benutzt Geschenkpapier, um Geschenke einzupacken. Wenn man jemandem etwas schenkt,
braucht man natürlich auch eine Grußkarte. Diese Karte gefällt mir sehr. Okay, los geht's. Ich verlasse den Laden. Ich gehe in einen asiatischen Supermarkt und nehme einen Einkaufskorb. Sie haben eine große Auswahl an Tofu. Ich nehme einen Tofu und lege ihn in den Korb. Das hier ist die Gemüseabteilung mit frischem Gemüse. Ab in den Korb. Ich schaue auch im Gefrierschrank nach. Ich öffne die Tür und nehme diesen Gemüsepfannkuchen heraus. Oh, das ist interessanter, ein Kimchi-Pfannkuchen. Ich nehme diesen Pfannkuchen und lege den anderen zurück. Diese Kokosnussmilch mit der hübschen Frau auf der Dose ist super lecker. Wie süß! Dieses Getränk hat eine tolle Verpackung, die Kinder anspricht. Es gibt viele Fleischbällchen. Das sind Schweinefüße. Dieser Supermarkt ist ziemlich groß und hat viele Gänge. Das hier ist eines meiner Lieblingsprodukte. Fermentierter Tofu, der super in Suppen schmeckt. Ich bin wieder zu Hause. Ich war im asiatischen Supermarkt und ich habe einige Dinge gekauft. Und heute bereite ich Hotpot zu. Das ist dieses chinesische Gericht hier auf dem Foto. In der Schweiz essen die Menschen oft Fondue. Das ist geschmolzener Käse, in dem Brot und andere Dinge hineingetunkt werden. Und man kann auch Wein hinzugeben. Es hat dann einen ziemlich starken Weingeschmack. Die Menschen essen Fondue oft im Winter, aber zum Beispiel auch zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Silvester. In der Schweiz gibt es aber auch Fondue Chinois. Das ist die Schweizer Version von diesem Gericht hier. Und das ist eine Brühe, in der Fleisch und andere Zutaten hineingetunkt werden. Und das ist ähnlich, aber es ist milder. Es ist nicht so scharf wie Hotpot. Ich persönlich mag Schärfe und ich freue mich sehr. Also bereiten wir das jetzt zu. Als erstes schäle ich ein paar Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben. Eine geschälte Kartoffel. Das ist ein scharfes Messer. Es ist sehr scharf, man muss aufpassen. Ich lege die geschnittenen Scheiben auf einen Teller. Hier gibt es noch Pak Choi. Ich nehme das aus der Verpackung. Ich wasche es und lege es ebenfalls auf den Teller. Das sind die Blätter, die Gemüseblätter. Das Tolle an Hotpot ist, dass man die Zutaten benutzen kann, die man möchte. Man kann benutzen, was das Herz begehrt. Und ich habe zwei interessante Produkte, die ich euch zeigen möchte. Ich nehme einmal diese frittierten Tofu-Würfel. Ich halbiere sie, ich schneide sie in 2 Hälften. Dann gibt es noch diese Glutenbällchen. Das ist Gluten in Ballform. Und wenn man diese Glutenbällchen in die Suppe gibt, dann sind sie wie ein Schwamm. Also sie saugen den ganzen Geschmack auf und das ist wirklich super lecker. Es gibt noch mehr interessante Zutaten, die ich euch zeigen möchte. Ich habe hier frittiertes Brot. Das sieht so aus. Das sind kleine Brötchen, kleine Tofustangen, Reisküchlein, das sind eine Art Reisnudeln. Noch mehr Nudeln, diese hier bestehen aus Süßkartoffeln. Das ist eine Süßkartoffel. Und noch mehr Nudeln. Diese hier bestehen aus Cognac. Ein Dip darf auch nicht fehlen. Das ist eine Sesamsoße und hier gibt es eine scharfe Version. Und ich garniere den Dip außerdem noch mit gehackten Frühlingszwiebeln, Koriander und Erdnüssen. Hier sind alle Zutaten. Es gibt auch getrocknete Pilze, die gerade im Wasser eingeweicht werden. Das hier ist der Dip.
Ich stelle die Herdplatte an und gieße ein bisschen Öl in die Pfanne. Ich benutze eine tiefe Pfanne. Dann gebe ich die Sichuan-Pfefferkörner dazu. Das sind Körner, die ein betäubendes und prickelndes Gefühl auf der Zunge und im Mund verursachen. Danach kommen getrocknete Chilischoten dazu. Wir brechen sie in kleine Stücke. Jetzt kommt die Hotpot-Mischung dazu. Wir rühren alles um und braten es ein paar Minuten an. Dann geben wir heißes Wasser, ein paar Frühlingszwiebeln und Koriander dazu. Jetzt lasse ich die Suppe einige Minuten lang köcheln und natürlich gibt es auch Fleisch. Ich esse kein Fleisch, aber mein Partner isst Fleisch und er hat hier dieses Lammfleisch. Das sind so kleine Rollen. Dann gibt es noch Garnelenbällchen und eine Mischung aus verschiedenen Fleischsorten. Es riecht schon sehr scharf, ich kann das richtig riechen in der Luft. Die Suppe ist jetzt fertig und die Zutaten kommen hinein. Ich benutze Essstäbchen, um sie vorsichtig in die Pfanne zu legen. Dann geben wir noch diese Ramennudeln dazu. Die Suppe brodelt. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie man das genau isst. Sobald eine Zutat durch ist, nimmt man sie aus der Suppe und tunkt sie in den Dip. Dann kann man sie direkt essen. Das Fleisch braucht nur ein paar Sekunden, dann ist es gar und kann gegessen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, guten Appetit und bis bald!